Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video zeige ich dir mal 2 Varianten, wie du dir eine Impfpasshülle selber machen kannst. Und zwar einmal mit Nähen und einmal ohne. Viel Spaß! Diese kleinen gelben Dinger werden uns in der nächsten Zeit sicherlich noch häufiger begleiten und damit sie in der Tasche nicht verknicken oder verdrecken, habe ich mir für meinen Impfpass so eine Impfpasshülle genäht. Das ist ein wunderbares Nähprojekt, was sich auch Nähanfänger schon zutrauen können und man kann hiermit ganz toll seine Stoffreste verarbeiten und sich kreativ austoben. Das kostenlose Schnittmuster dazu findest du unten in der Infobox noch einmal verlinkt und falls du keine Nähmaschine zu Hause haben solltest, dann habe ich noch diese Variante für dich. Diese zeige ich dir jetzt beide Schritt für Schritt und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Für meine selbstgenähte Impfpasshülle habe ich jetzt hier in diesem Bereich, das ist nämlich der Bereich, der gleich vorne ist, ein J aufgenäht und insgesamt das Stoffstück rundherum einmal versäubert. Und jetzt klappe ich die rechte äußere Seite einmal entsprechend meiner Schnittanleitung rechts auf rechts nach innen und klappe das Ganze auch wieder zurück, aber nicht komplett zurück, sondern lasse den linken Stoff etwa einen halben Zentimeter hier überstehen. Dieser kleine Abstand ist dafür da, dass es gleich dort an dieser Stelle nicht zu knubbelig wird. Das Ganze mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Auch dort falte ich zunächst einmal mein Stoffstück rechts auf rechts nach innen. Noch einmal gerade legen alles und hier entsprechend meiner Markierung, wie gesagt, nach innen legen und das Ganze dann wieder zurückfalten, sodass links ein bisschen der innere Stoff übersteht. Das Ganze fixiere ich auch hier mit ein paar Klammern. Du kannst natürlich alternativ auch Stecknadeln nehmen. Und jetzt wird einmal hier oben das kurze Stück und das untere einmal festgenäht. Dafür nutze ich einen Gradstich und da ich hier 1 cm Nahtzugabe habe, kann ich das Nähfüßchen breit abnähen. Entweder du stoppst jetzt hier an dieser Stelle und verriegelst deine Naht gut. Du kannst aber auch deine Naht geradeaus fortsetzen, wie gesagt Nähfüßchen breit. Und dadurch setzt du dir gleich für später noch eine Markierung, wo du dann deine Impfpasshülle umbügeln kannst. Wichtig ist nur, dass auf der anderen Seite jetzt auch diese Lasche einmal festgenäht ist. Entweder du setzt nochmal neu an oder du machst es so wie ich und nähst in einem durch. Wichtig nur hier, dass auch das Ende wieder gut verriegelt ist. Das Ganze dann auch auf der anderen Seite und so sieht die Naht bei mir durchgehend dann von vorne aus. Jetzt muss das Ganze noch gewendet werden und dafür lege ich immer die Nahtzugabe ein bisschen um, sodass ich vorne eine richtige Spitze habe und kann dann meinen Stoff einmal über den Daumen drüber stülpen. Dadurch habe ich direkt die Spitzen auch richtig schön ausgeformt. Hier kann man dann mit den Fingern noch mal so ein bisschen nachgehen und dann wird das im Anschluss noch einmal richtig schön glatt gebügelt und dafür hilft dir jetzt hier oben die durchgehende Naht als Orientierung. Wenn das gut gebügelt ist, muss der Impfpass nur noch einmal eingelegt werden und die selbstgenähte Hülle ist fertig. Und jetzt zeige ich dir noch eine Variante, wie das Ganze auch ohne Nähen geht. Und zwar habe ich mir ein Stück Bastelpappe genommen und etwa zur Hälfte gefaltet. Wichtig ist, dass wenn die Pappe doppelt liegt, der Impfpass auf jeden Fall von beiden Seiten bedeckt ist. Und jetzt muss ich noch die richtige Breite herausfinden und dafür lasse ich auf beiden Seiten etwa 1 cm von der Pappe überstehen. Und dafür nehme ich mir jetzt einmal das Lineal und zeichne mir den 1 cm rechts noch mit einem Stift ein. An dieser Stelle kann ich die Pappe jetzt einmal abschneiden. Jetzt noch einmal kurz überprüfen, ob der Impfpass auch gut reinpasst und auch genügend Pappe links und rechts übersteht. Und entweder kann man jetzt hier an der Stelle das auch noch etwas überstehen lassen. Ich möchte aber gerne, dass meine Hülle auf beiden Seiten gleich lang ist. Also schneide ich die überstehende Seite hier auch noch einmal knapp ab. Um den Impfpass besser aus der Hülle herauszubekommen, nehme ich mir jetzt eine Seite, klappe die jetzt ein bisschen zur Hälfte zusammen, nicht komplett durchfalten, damit in der Pappe nicht so ein doofer Knick entsteht, sondern nur ein kleines bisschen und schneide mir jetzt hier ein Dreieck aus. Wenn ich das jetzt aufklappe, habe ich an dieser Stelle einen praktischen Eingriff, wo ich den Impfpass besser greifen kann. Hier nochmal zum Test. So soll das dann sein, dass ich den Impfpass dann gut rausziehen kann.
Jetzt muss die Hülle nur noch zusammengeklebt werden, natürlich nicht auf der äußeren Seite, sondern einmal innen, und dafür nehme ich mir jetzt ein bisschen Klebstoff und etwas Papier, damit der Klebstoff nämlich tatsächlich nur auf die Ränder kommt. Wenn das weiter innen nämlich aufgetragen wird, dann ist die Hülle nachher zu eng, sodass der Impfpass gar nicht mehr hineingeschoben werden kann. Also auch auf der anderen Seite ein bisschen das schützende Papier dann drauflegen und dann über die Kante mit dem Kleberoller drüber gehen, und dann kannst du die Impfpasshülle einmal zusammenklappen und das Ganze gut trocknen lassen. Am besten die Klebestellen noch ein bisschen andrücken, damit das hier auch wirklich gut hält. Und wenn das gut getrocknet ist, kannst du hier den Impfpass immer reinschieben und auch wieder rausholen. Natürlich geht das Ganze auch hochkant und du kannst das Ganze nicht kleben, sondern auch wieder mit der Nähmaschine zusammennähen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und individuellen Gestalten deiner Impfpasshülle. Bis zum nächsten Video, alles Gute. Ciao!